Ja, hallo Leute, hier ist der Lower Coach. Lower, the Law of Attraction, das Universumgesetz der Anziehung, das, was du selbst als Individuum aussendest mit deinen frei gewählten Gedanken, Gefühle und Überzeugungen, sendet Vibrations aus und dein Körper, deine Zellen, deine Mitmenschen und deine Umwelt spiegeln dir deine eigenen Vibrations, reagieren auf deine eigenen Vibrations. Gefällt dir nicht, was du in deinen Alltagserlebnissen hast, dann musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Gefällt dir nicht der Zustand deines Körpers, dann musst du deine Gedanken, Gefühle und Überzeugungen verändern. Es gibt da diesen Spruch, wer sucht, der findet. Das, was du findest, hat viel mit deinem Fokus zu tun. Fokussierst du dich auf Negatives oder fokussierst du dich auf Positives? Siehst du in Dingen Positives oder siehst du in Dingen Negatives? Du kannst auf einem Begräbnis deines besten Freundes sein und kannst positive Gefühle generieren. Du kannst krank im Bett liegen und kannst positive Gefühle generieren. Der Arzt sagt dir, dass du nur noch 3 Wochen zu leben hast und du kannst positive Gefühle generieren. Du hast nahezu den ganzen Tag Schmerzen und du kannst trotzdem positive Gefühle generieren. Du hast eine Prüfung nicht geschafft und du kannst trotzdem positive Gefühle generieren. Du bist nicht Sieger in einem Wettkampf geworden und du kannst trotzdem positive Gefühle generieren. Wer sucht, der findet. Du kannst dich immer auf etwas fokussieren, was dir positive Gefühle bringt. Du musst nicht auf etwas schauen, was dir keine Freude macht, was dir keine positiven Gefühle bringt und den Fokus darauf halten und sagen, na, ich muss jetzt das positiv machen. Nein, du musst das nicht positiv machen. Ändere deinen Fokus. Schau auf einen blühenden Baum, schau auf eine Blume, auf eine Biene auf einer Blume, hör das Zwitschern der Vögel, wenn die Sonne scheint, spüre die Sonne auf deiner Haut. Findest immer irgendwelche Gründe für gute Gefühle. Wer sucht, der findet. Sei ein Sucher von guten Gefühlen und du wirst sie finden. Die Welt ist voll von Möglichkeiten für gute Gefühle. Es liegt an deinem Fokus. Löse deinen Fokus von Dingen, die dir negative Gedanken und Gefühle bereiten und fokussiere dich auf Dinge, die dir positive Gedanken und Gefühle bereiten. Du kannst auch an dir selbst arbeiten. Wenn du glaubst, der Tod ist etwas Negatives, dann wird es schwierig auf lange Sicht positive Gefühle zu generieren. Es stirbt dein Haustier, es stirbt dein Verwandter, es sterben deine Großeltern. Rund um dich herum sterben ständig Menschen. Wenn du das Sterben als negativ siehst und als Verlust, dann ist es schwierig, positiv zu bleiben. Doch jeder Mensch entscheidet sich für den Tod, der sterben will. Ob es jetzt ein Kleinkind ist oder ein 90-Jähriger, ob es in einem Unfall passiert oder in einer langen Krankheit. Jeder Mensch entscheidet sich für den Übergang.
Es ist bloß ein Übergang, es ist bloß ein Wechsel, wie wenn jemand von einem Zimmer in ein anderes geht. Der Tod ist nicht mehr, jeder überlebt den Tod. Du musst den Tod nicht als etwas Negatives sehen, du kannst den Tod auch als etwas Positives sehen. Gäbe es den Tod nicht auf Erden, so gäbe es auch kein Leben auf Erden. Tod und Leben gehen Hand in Hand und jeder überlebt den Tod. Also du musst den Tod nicht negativ sehen. Du musst auch negative Dinge nicht negativ sehen. Du sagst ja, die Katze ist böse, weil sie den Vogel fängt. Aber für die Katze ist der Vogel etwas Gutes. Die Katze sagt, das ist gut, der Vogel schmeckt gut. Was für dich gut ist, ist vielleicht für jemand anderen schlecht und was für dich schlecht ist, ist vielleicht für jemand anderen gut. Streite nicht über Gut und Böse, finde das für dich selbst raus, was dir selbst gut tut, finde den richtigen Weg für dich selbst heraus, doch versuche nicht deinen richtigen Weg anderen aufzudrängen. Jeder Mensch ist frei. Du hast die Möglichkeit, jederzeit gute Gefühle zu finden. Gerne helfe ich dir dabei, wenn es dir im Moment schwer fällt, gute Gefühle zu finden. Melde dich, ich coache dich gerne ein paar Wochen. Ciao.